Nee, wir sind einfach wieder bei der Arbeit. Keine Sorge, wir sind zwar gerade irgendwie gestorben, nachdem wir den sehr merkwürdigen Wachtraum hatten, aber nee. Einfach wieder same procedure as every day. Beziehungsweise ja nicht mal every day, es ist ja immer noch der gleiche Tag. Es fängt einfach nur wieder von vorne an. Wir kommen niemals hier raus. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Like work, I just hate my boss steht auf der Tasse. Und der Erzähler hat gesagt, er macht auch nur seinen Job. Also seine Aufgabe. Aber wer hat ihm die gegeben? Oh, hier überall wieder schön. Hey, das hat sich gemerkt, dass wir schon mal irgendwo drauf gedrückt haben. Frag mich, was passiert, wenn die Leiste voll ist. Bestimmt nichts Gefährliches. New Content. Okay, ich habe mich gefragt, wo die neuen Sachen sind. Ja klar, zeig mir die neuen Sachen. Oh, new content? What does that mean, new content? Ich weiß nicht, was heißt neuer Content? Sag's mir. Was gibt's denn hier Neues? Kann ich die Tür aufmachen? Nee. Noch ein Hinterzimmer. Mit einem Ladebildschirm. Wer hat das hier alles gebaut? Warum ist das so umständlich alles? Hello, and thank you for playing The Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, The Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with The Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Da war gerade ein Fehler in den The Stanley Untertiteln. Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of The Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Höre ich hier einen gewissen Hauch von Ironie? Ich weiß nicht. Aber ich habe dafür bezahlt. Ich will hier Ultra Deluxe coolen neuen Content haben. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Habe ich hier einen Knopf, den ich drücken kann? Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Dass halt auch nicht mehr der Erzähler einen Plan hat, was hier abgeht, ne? I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Gimme the content, Stanley. Wie der sich freut einfach auch, ne? New Content, the Jump Circle. Kann gar nicht springen. All right, let's see. It's the jump circle. Und drücke Space, um zu springen. Okay, 35 Sprünge verbleiben. Haben wir noch ein bisschen Workout auf der Arbeit, auch nicht schlecht. Wenn man lange am Computer sitzt, muss man sich ja auch mal strecken, ein bisschen die Beine bewegen, die Gelenke schmieren, dass man nicht so einrostet, keine Rückenschmerzen bekommt, ne? Auch
Die Ausdauer leidet ja da oft drunter, wenn man stundenlang nur vorm PC sitzt. Das ist ja nicht so, ich tue jetzt so, als wüsste ich sowas, aber nein, kann ich gar nicht nachvollziehen. Oh. Ich habe meine Sprungkraft verbraucht. Jetzt kann ich nicht mehr springen. Ach, Menno. Toll. Wow, das hat sich aber gelohnt. Ihr Schweine. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Hoffentlich. Nochmal der Aufzug. Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Boah, ich liebe diesen Meta-Kommentar einfach, ne? Wenn Spiele einfach nur so unnötig aufgeblasen sind, dass man einfach Stunden seiner Lebenszeit damit verschwendet, für im Prinzip leeren Content oder immer wieder wiederholten Content. Nein, ich meine damit nicht Spiele wie Assassin's Creed Valhalla. Niemals. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Sehr viele Stunden mit immer wieder gleichen Sachen. Nein, ich hatte wirklich Spaß mit dem Spiel, aber es ist ein bisschen langgestreckt manchmal. Thank you for enjoying the new content. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Ja, ich habe ja nicht mal eine Wahl. Alter. Dieser Burn einfach. Oh, es ist so gut. Ich liebe dieses Spiel einfach für diese Dialoge und für diese Gesellschaftskritik. Aber es ist ein bisschen anders als vorher. Das ist nicht unser normaler Flur. Das ist ein Bild von unserem normalen Flur. Kann immer noch keine Türen aufmachen. Geht's denn hier? Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Sehr vertrauenserweckend. Ich will aber erstmal gucken, was hier oben ist. Ach, hier oben geht's dann tatsächlich wieder weiter. Normal. Ja, dann gucke ich doch mal, was hier im Lüftungsschacht abgeht. Passe ich da überhaupt rein? Creepy. Au. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look.
Der Erzähler denkt sich jetzt einfach schon selber neue Sachen aus, wenn die Entwickler einfach nicht abliefern. Was? Bin ich in Skyrim reingestolpert oder was ist hier passiert? Ich glaube, ich bin im falschen Spiel. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Okay. Dieses Haus passt auch thematisch sehr gut zu diesem Burgtor da hinten. Hier, es ist so eine Erinnerungshalle. Ich hoffe, wir haben hier nicht allzu viele Spoiler. Muss ich mal gucken. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Alter, dieser soziale Commentary ist ja mal heftig hier. Indoors Monthly. Shapes. National Geographic Cargo Operations Manual. Was haben wir hier? Stanley Parable Indie-Box Collectors Edition. Ei, das sieht alt aus. Das sieht aus wie diese alten, wie die alten Word- oder Windows-Boxen. Was haben wir hier? Audience Award 2014 Independent Games Festival. Und British Academy of Film and Television Arts awarded to Stanley Parable. Einfach drüber geklebt, geklaut von irgendwem. Our First Kiss, My First Car, the Release of the Stanley Parable in 2013. mit so einem Facebook-Stockfoto inspirierenden Bild. Ei. Stanley Parable. Skript by the Narrator, okay. Oder Postkarten. I Remember. Stanley Parable 2013. Bilder von unserem Office. Die Mind Control Facility, genau, da waren wir ja schon. Wie geil einfach. Da nochmal die Firefox Start Page, the original remake. Eieiei. Ich meine, ich war damals nicht mal dabei und ich fühle mich hier irgendwie nostalgisch. Rip down memory lane. Smile because it happened. Ei. Und warum ist hier ein Dollar an die Wand geframed? Ich weiß es nicht. Aber schicke Hütte, ne? Demo-Screen. Hier noch. Go outside. Don't play for 5 years. An achievement. Unachievable. It's impossible to get this achievement. Okay, ich glaube, das habe ich auch nicht. Was haben wir hier noch? Irgendwie noch weiter irgendwelche Auszeichnungen. In loving memory of little Stanley, ein Hamster. Ist das ein echtes Foto von einem Hamster? Hatte einer von den Entwicklern einen Hamster namens Stanley oder Little Stanley und das ist ein echtes Foto von dem? Fände ich super, falls es so ist. Oh, da hinten sind noch andere Häuser. So ein mit Wasserfarben gemalter Hintergrund. Was haben wir in diesem sehr spitzen Gebäude, was ein bisschen aussieht wie eine Kirche? Kirche, nicht Kirche. Warum steht da ein Klavier?
What the fuck? Was geht mit dieser Musik? And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Aber es ist doch immer noch das alte Spiel. Der alte Content ist doch noch da. Der ist ja nicht weg deswegen. Das Bild von Portal einfach. Ist hier unten. Memory Zone Maintenance kann ich nicht rein. Oder raus. Keine Ahnung. 2 Türen, da waren wir auch schon. Irgendwelche Knöpfe, Code. The Original Remake. Genau, wir hatten ja schon mal die Deluxe Edition. Das ist ja jetzt die Ultra Deluxe Edition. Das heißt, es wurde ja schon mal neu gemacht. Da kamen ja schon mal neue Sachen dazu. Nehme ich an. Ich kenne nur die Deluxe Edition. Fahrrad. Sehr schräge Dachschrägen. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Ich hasse und liebe das hier gerade gleichzeitig. Es ist einfach so wahr, aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen verarscht. Aber andererseits, was habe ich von diesem Spiel erwartet? Repeatable Carpet Textures. Geil. 6 Gratis-Designs für Teppich. Geht's hier irgendwie weiter? The Serious Room. Der ernste Raum. Da komme ich aber nicht hin. Da kann ich nicht raus. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Ist das jetzt ernsthaft das Ziel dieses neuen Contents? Dass ich jetzt einfach mich freuen soll, das Spiel so zu spielen, wie es halt war. Beziehungsweise ist. Das ist alles, wofür dieser neue Content da war. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here?